Hello my friends, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und endlich backen wir wieder einen Käsekuchen. Und zwar einen hammerleckeren Käsekuchen mit verschiedenen Beeren, jawohl. Aber keine Eisbeeren oder Grizzlybeeren, sondern Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und anderen Beeren. Und ja klar, zu dieser Zeit verwende ich natürlich gefrorene Beeren. Die gebe ich auf ein Tablett und lasse sie einfach auftauen. Natürlich nehme ich ein bisschen Küchenkrepp dazu, damit die Feuchtigkeit aufgesogen wird. Und wie immer beim Käsekuchen fangen wir zuerst mal mit dem Teig an. Dazu nehmen wir Zucker, Vanillezucker und Salz und mischen das in einer kleinen Schüssel. Dann geben wir Backpulver zum Mehl hinzu und das rühren wir auch kurz durch. Und weiter geben wir jetzt an die Rührschüssel und geben dort Butter hinzu. Und die schlagen wir so lange kräftig durch, bis sie cremig wird. Dann geben wir noch den Zucker hinzu und die weiteren Zutaten, wie zum Beispiel auch ein Ei. Als letzte Zutat kommt dann die Mehlmischung hinein und die kneten wir richtig gut durch, damit der Teig schön homogen wird. Dann bemehlen wir die Arbeitsfläche und dort geben wir dann 2/3 von dem Teig drauf und formen daraus den Boden. Natürlich freue ich mich so richtig, wenn der Teig beim Rüberheben in die Backform zusammenbleibt und nicht zerfällt. Das macht das Ganze dann etwas einfacher. Weiter geht's dann mit dem Rand, aber den Rand mache ich nicht ganz so hoch, sondern nur halb so hoch wie der Rand. Dann stellen wir die Backform beiseite und schon geht's weiter mit der Füllung. Auch hier vermischen wir den Zucker mit dem Vanillezucker und mit einer Prise Salz. Also bei mir kommen immer richtig viele Eier in die Füllung. Das ist halt so. Ich stehe da voll drauf und deswegen trennen wir jetzt 6 Eier. Aus dem Eiweiß schlagen wir nachher später Eischnee. Und die Eigelbe, die werden schon früher benötigt. Super, alle Eigelbe blieben ganz. Da sieht das Ganze richtig ansprechend aus und macht nachher bei der Verarbeitung richtig Spaß. Apropos Verarbeitung. Wir nehmen 250 Gramm Butter, weiche Butter und schlagen die erstmal cremig auf. Danach geben wir den Zucker hinzu, schlagen weiter kräftig durch und anschließend schrittweise die Eigelbe. Damit auch wirklich alles schön homogen wird, streiche ich den Rand mal sauber, damit auch das, was am Rand haften bleibt, auch mit durchgemixt wird. Dann kommen jetzt auch noch weitere Zutaten hinzu, wie der Schalenabrieb einer ganzen Zitrone, Quark und die Mascarpone. Weiter noch 2 Tüten voll Vanille, Puddingpulver und das Ganze rühren wir dann richtig lange durch.
Jetzt hätte ich doch fast beinahe die zweite Packung Vanillepuddingpulver vergessen. So, jetzt brauchen wir noch den Eischnee. Den haben wir aber jetzt noch nicht hergestellt. Deswegen nehmen wir jetzt einen Rührbecher und mixen das Eiweiß zu Eischnee. Ist natürlich klar, dass wir das Eiweiß dann vorsichtig unterheben. Wir sind mit der Füllung aber immer noch nicht ganz fertig. Wir nehmen jetzt ca. 200 Gramm von der Füllung heraus und dort geben wir dann Waldfruchtmarmelade hinzu bzw. Mousse. Aber zuerst geben wir schon mal die Hälfte der Füllung in die Backform hinein. Und die 200 Gramm von dem Schälchen, die geben wir jetzt auf die eine Hälfte der Füllung. Dann nehmen wir uns die Beeren zur Brust, nehmen dann die großen Beeren wie die Erdbeeren und geben sie jetzt schon drauf. Dann nehmen wir die zweite Hälfte von der Füllung und geben die dann vollends in die Backform hinein und streichen das Ganze glatt. Aber wir haben ja noch die kleinen Beeren und die verteilen wir schön gleichmäßig auf der Oberfläche von der Füllung. In dem Moment haben wir natürlich den Ofen schon längst vorgeheizt und zwar auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Denn danach kommt der Käsekuchen in den Ofen für 75 Minuten. Aber ihr müsst dabei bleiben. Eventuell wird dann der Kuchen etwas zu braun. Da müsst ihr einfach ein Auge drauf haben. Und nach der Zeit öffnen wir die Ofentüre für einen Spalt weit für 30 Minuten. So kann er schön langsam abkühlen. Den Käsekuchen, den lasse ich im Kühlschrank über Nacht abkühlen. Und am nächsten Tag kann ich mir dann so ein richtig schönes Stück gönnen. Und er sieht natürlich so richtig gut aus und er ist mir super gelungen. Ja, aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich hoffe, euch hat mein neuer Käsekuchen gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn nachbacken würdet. Aber ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.